Viele Anleger interessieren sich für das Thema Trading und immer öfter fällt dabei auch der Begriff Social Trading. Was es damit auf sich hat, das wollen wir klären mit Daniel Schäfer. Er ist Gründer und Geschäftsführer von United Signals. Herr Schäfer, Sie sind mir ganz grundsätzlich gefragt, was hat es eigentlich mit Social Trading auf sich? Ja, wir sehen die Rahmenbedingungen wie steigende Volatilität, Niedrigzinsen und das weiterhin schwindende Vertrauen der Anleger in die Banken. Ist natürlich ein guter Nährboden für neue Möglichkeiten, neue Produkte, neue Entwicklungen an den Finanzmärkten, und da gehört Social Trading auf jeden Fall dazu. Neue Technologien haben das Ganze erst möglich gemacht. Es gibt verschiedene Ausprägungsstufen von Social Trading. Die Grundidee ist immer, dass ich als Anleger von anderen profitiere, die vielleicht mehr Erfahrung, mehr Wissen haben in den Finanzmärkten. Es gibt, wie gesagt, unterschiedliche Ausprägungsstufen. Wir mit United Signals gehen mehr in die Richtung neue Form der Geldanlage, und damit wird es dann auch für all diejenigen interessant, die vielleicht keine Zeit oder Lust haben, sich den ganzen Tag mit Börse und Finanzen zu beschäftigen. Aber mal Hand aufs Herz, das machen viele andere auch so oder so ähnlich. Es gibt einen starken Wettbewerb. Was machen Sie anders? Ja, da gibt es eine ganze Reihe an Punkten zu nennen. Ganz wesentlich ist der Punkt Sicherheit. Wir achten darauf, dass wir unsere Strategien auf der Plattform, bevor wir sie auf die Plattform nehmen, zertifizieren und genau durchleuchten. Das bedeutet, viele unserer Händler sind ehemalige Fondsmanager oder Händler von Banken, aber auch Vermögensverwalter, die wissen, was sie tun. Wir überprüfen das Ganze noch im Rahmen unseres Zertifizierungsprozesses. Jeder unserer Händler muss mit seinem eigenen Geld seine Strategie handeln. Das ist wesentliche Voraussetzung, um überhaupt bei uns starten zu können. Ein weiterer ganz wichtiger Punkt ist das Risikomanagementsystem bei United Signals, was wir selbst entwickelt und integriert haben. Auf mehreren Stufen werden hier sämtliche Transaktionen überwacht und überprüft. Und unsere Strategien, die auf der Plattform verfügbar sind nicht nur reine Long-Only-Strategien, sondern handeln aktiv die Märkte. Das hat den großen Vorteil, dass wir eben unabhängig von Marktphasen Strategien haben. Und ein Beispiel, wir hatten im vergangenen Jahr eine Strategie, die im DAX knapp 40% erwirtschaftet hatte, während der DAX seitwärts gelaufen ist. Und um das Ganze abzuschließen, wir als United Signals sehen uns als Weiterentwicklung des klassischen Social Tradings und sagen bewusst, dass wir Social Asset Management dem Kunde bieten, denn der Kunde kommt zu uns als Anleger, weil er langfristig eben eine Anlage sucht, und der Finanzexperte, weil er sich ein eigenes Geschäft mit United Signals aufbauen möchte. Und weil er natürlich Geld verdienen möchte damit. Das wollen Sie auch, das müssen Sie natürlich auch. Das funktioniert über Gebühren. Wie genau sieht Ihr Modell aus? Ja, das setzen wir bei United Signals auf ein rein erfolgsabhängiges Modell. Bedeutet, für den Kunde als Anleger ist das Ganze so lange kostenfrei, bis er Gewinne mit den Hilfe der Strategien auf seinem Konto erwirtschaftet hat. Und dann gibt er einen geringen Teil der Gewinne ab an uns, und wir geben den größten Teil an unsere Händler weiter. Warum werden die Strategien überhaupt bei Ihnen zertifiziert? Qualität ist für uns ganz wichtig und eben der Anlegerschutz. Die Nachhaltigkeit können wir so sicherstellen, indem wir die Strategien eben überprüfen und auch jede Transaktion überprüfen, und damit können wir dem Anleger Strategien bieten, die langfristig erfolgreich sind, und so profitieren eben alle Seiten von dieser Qualität auf der Plattform. Sie haben das Thema Risikomanagement schon angesprochen. In diesen turbulenten Märkten natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Nach welchen Risikoregeln werden denn diese Strategien überhaupt überprüft? Ja, wir haben ein mehrstufiges Risikomanagementsystem, angefangen bei einer Stop-Loss-Pflicht. Das heißt, jede Transaktion, die ein Händler eingibt, muss mit Stop-Loss gesichert sein. Wir prüfen das maximale Risiko auf den Trades, auf den Einzeltrades, auf der Symbolebene und aber auch in der gesamten Anlageklasse in einer Strategie, und können so eben auch sicherstellen, dass hier gewissenhaft und risikobewusst gearbeitet wird. Wie funktioniert Social Trading? Erklärt von Daniel Schäfer. Er ist Gründer und Geschäftsführer von United Signals. Ich wünsche Ihnen ganz viel Erfolg und herzlichen Dank fürs Gespräch.